Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 24 von The Legend of Heroes Trails from Zero. Ja, wir sind nach dieser sehr kurzen Folge endlich wieder zurück und ich hoffe, dass das Neustarten jetzt auch wirklich was bringt. Jawohl! Ich hatte schon die Sorge, es steckt immer noch in der Truhe fest, dieses Viech. Aber es ist alles gut gegangen. Das freut mich doch. So, jetzt muss ich mal kurz durchgucken, ob ich hier wenigstens alle auch schon gescannt habe. Jawohl. Das heißt, wir können jetzt auch ohne schlechtes Gewissen alle wegballern. Zack, zack, zack. Und endlich mit dieser Quest weitermachen. Ja, es tut mir leid, dass die letzte Folge so ein bisschen kürzer getreten ist, aber ich habe es wirklich... Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. So, obtain long barrel. Was haben wir hier drin? Hey, hey, hey. Imelda appears to have left a voice recorder in the chest. Okay, das müsste es doch jetzt aber eigentlich schon gewesen sein, abgesehen von, ja, ich weiß, es gibt noch eine Etage, die wir noch nicht erkundet haben. Da. Did we manage to clear them all out? Yeah, I think so. I'm pretty sure we've covered all of the rooms. But just to be safe, let's do a quick loop around to make sure we didn't miss anything before we head out. Roger that. Sound plan. So, die Frage ist, ich weiß, dass hier hinten es noch weitergeht, da nämlich. Ich glaube aber, ich komme da noch gar nicht rein. Nee, komme ich auch nicht. Gut, dann müssen wir wirklich einmal nach oben. So. Hey, you punks, what the hell do you think you're doing running around like you own the damn place? Huh? Care to explain what a bunch of cops are doing so close to Ignis turf? Yeah. Oops, it's just you. I guess this apartment building is pretty close to your base, isn't it? What's up with him? Get a load of you guys. You look like a bunch of dust bunnies. I suppose you're right. Couldn't help it. We've been fighting monsters in a dusty den. Monsters, huh? They like to make nests out of the abandoned buildings around here. Nothing new to me. Infestations like this are common? Yeah, I figured this wasn't the safest area to be living in. Ja, war auf jeden Fall noch nicht alles. All that ruckus and you haven't even finished the job yet? Wait, what are you talking about? We've gone over all the rooms already. All of the rooms already. Just occurred to me. There's a strong chance that monsters have bred inside of here. Truth be told, that was something I sensed all along. It should be located quite deep inside of the apartment. I see. You're figuring that out just now? This is why you're a bunch of trash-tier cops. Why don't you drag your asses back to the city and patrol something a little safer? Okay. Wait, where are you going? Hold on a minute. What do you think you're... Okay, tschüss. Tja, was soll ich sagen, ne? Okay. Is he heading for that nest Theodore talked about? Given what he's like, I presume he went in to eliminate the monsters making noise in his turf. Ja. Und jetzt wisst ihr auch, wie die Barrikade da weggeht. You think he'll be fine on his own? Walt may be freakishly strong, but it's too dangerous to handle by himself. Hey, Ellie, Tio, sorry, but can I leave you to watch the entrance? Based on his history, I don't see him handling this with much finesse. We may end up with some startled monsters making a break for it. Understood. We'll stay on guard. Will you two be going in to get Walt out? Yeah, we'll just go in to check on him. Probably the safest bet. Should probably get a move on, Lloyd. Don't want to be late to the show. Right. So, also lassen wir die beiden da und gehen rein. Es passiert tatsächlich jetzt noch ein bisschen was. Oh, guck mal. Haben wir direkt jemanden? Ah, verdammt, das sind gleich so viele. Uncool. Ja, also es lohnt sich kaum auf die jetzt erstmal auf die Blutfliegen drauf zu gehen, weil die heilen sich ja die ganze Zeit selber. Das heißt... Ja, lass sie mal machen. Aber ich brauche auf jeden Fall meine CPs, das kann ich jetzt schon sagen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, mein Freund schon. Aber... So. Ja, komm, ging aber. Aber jetzt war es auch nicht so oberdramatisch. Sehr schön.
Sehr schön. So, und was wir jetzt einfach machen ist, wir gehen nach hier hinten und sehen, aha, da ist ja noch eine Tür. A wooden crate? Looks like this thing was blocking off the rooms leading deeper inside. Well, it's not in the way anymore, so let's get going. So, jetzt muss ich aufpassen, weil irgendwo in dem Raum ist unser Ziel. Ich glaub, den Waschbären haben wir auch schon, oder? Ja, haben wir schon, okay. Und ich möchte natürlich erstmal alle Räume vorher checken, aber ich glaube, das war oben hinter so einer fetten Tür. Also ich glaube, das kriegen wir hin. So, hier haben wir erstmal eine Truhe Sprinters. You know, it used to contain a bottle of Grand Chardonnay. I wonder what became of it. Last I heard it ended up in Liebe. Ja, Leute, den hat Olivier leider schon weggesoffen. Es tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. So, hier haben wir noch einen Raum mit einem Monster. Sehr schön. Das kürzen wir auch mal ab. Ja, das ist jetzt wieder einfach nur ein Drücken, weil... So, da muss ich auch mal ein kleines Schlückchen trinken. So, einer weg. Jetzt kommen noch die beiden Fliegeviecher. Zack. Zweiter weg. Der letzte weg. Ihr wisst, was ich meine. So. Das funktioniert auch super. Hier ist leider aber auch sonst nichts drin. Aber wir müssen ja auch wirklich alle Monster erledigen. Deswegen ist das schon okay. Hier sind 2 drin, sich auf der Karte. So, Nummer 1. Das machen wir auch wieder. Das ist die Frage, reicht es denn überhaupt? Weil wir sind ja nur zu zweit. Guck, das ist dann wirklich auch... Der Angriff fehlt dann bei dem anderen. So. Bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Ne, hier kriegen wir gar keinen. Okay. Frech, aber was soll ich machen? Und zack. Und da war es nur noch einer. Läuft. Bei Lloyd. Fast witzig. Aber auch nur fast. Ne? Das ist dann so der kleine, aber feine Unterschied. Ach, ich habe ja auch mein Radar oben. Ich sehe ja, wenn da eine Truhe drin ist und da ist keine mehr. So, ich meine, da geradeaus geht jetzt nämlich rein. Ha! That sounds like it came from the room up ahead. Damn it. Sounds like he's having a hell of a time in there, doesn't it? This is exactly why I didn't want him to rush in there alone. Cover me, Randy. You got it. So, die Frage ist jetzt, und das ist wichtig, haben wir noch ein Battlescope? Ja, 3 Stück sogar. Sehr schön. Das wäre sonst böse gewesen. Aber vorher haben wir hier noch eine Monstertour. Ach, guck mal. Das geht doch aber sogar. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Aber prinzipiell ist das sogar echt machbar, wenn wir uns auf einen erstmal konzentrieren. Das ist ja wirklich ganz anders als viele andere Touren, wo es hinterher wirklich schwer wird, die zu bekämpfen. Aber das kriegen wir hin. Aber wir haben auch ein bisschen Glück mit dem Ausweichen gerade, ehrlich gesagt. Also das ist schon... Das läuft schon ganz gut. Guck mal, steigen wir sogar jetzt schon Level auf. Mit Lloyd. Yeah, easy. Fiber code. Okay. You check the chest and found this text box. It is a very good text box, I assure you. Very well written. Cool. Ja, naja. Okay, Fiber code bringt uns schon mal nichts, aber vielleicht bringt... Ach, guck mal hier, Sprinters. Ja, nehmen wir doch. Dann gucken wir mal, was wir... Ich wollte gerade sagen, weil Randy hat doch noch die ganzen Standardsachen. Leather Boots, Grasshoppers. Perfekt. Perfekt, wenn man so schön joggen kann. Hab ich nicht sogar. Ne, ich habe gar nichts. Aber ich würde ganz gerne wenigstens Randy noch ein bisschen heilen. So. Und dann machen wir uns an den Bossgegner. Ich glaube, den darf ich halt auf gar keinen Fall vergessen zu scannen. So, das ist so ein bisschen das Ding. Screw you. Walt, don't push yourself. We're here to help you, man. So, und das ist jetzt das Wichtige. Ich darf auf gar keinen Fall vergessen, dieses Dingen da zu scannen. Weil die Kleinen, die müsste ich haben, eine Mosquito. Und was ist das? Superior Mosquito. Boss of the Mosquito Horde. Sprays acidic bodily fluids to melt anything in its way. So. Sehr schön. Haben wir den?
Ich wollte gerade sagen, ich würde ganz gerne 3 von diesen kleinen noch mitnehmen. Weil der große wird schon schwer genug. Siehst du, dafür haben wir noch Walt, genau. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir ein bisschen taktieren. Der hält nämlich, ihr seht ja, er hält relativ viel aus, aber gegen Feuer und Erde ist er allergisch. Das ist sehr gut, weil ich glaube, dass Lloyd unser Erde-Dude ist. Guck mal, sehr schön. Dann geht Walt nämlich auf den. Ah, das läuft doch noch sehr gut. Wie erwartet, ruft er aber noch Verstärkung. Das habe ich tatsächlich auch schon mit im Kopf gehabt, dass das passieren wird. Crafts Arts, genau, Firebolt. Mal gucken, wie viel das bringt, weil wenn das nicht so viel mehr bringt als ein normaler Angriff, dann kann man sich das auch direkt sparen. Ein Quake bringt auf jeden Fall was. 300 ist für einen Angriff schon wirklich relativ viel, aber ein Firebolt, und der halt irgendwie jetzt so, ja, 173, jetzt machen wir gleich mal einen normalen Angriff und dann würde ich mal gerne gucken, weil ich glaube, dass Randy auch so ganz gut reinhaut. 352, das ist auf jeden Fall sehr gut. Weil wenn wir jetzt mal gucken, wenn ich normal drauf hau, das sind ja 130, das ist halt fast 3-mal so viel. Milchmädchenrechnung, ich weiß, das ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, aber ihr wisst, was ich meine. So, wenn wir jetzt hier mal drauf normal aufhalten, siehst du, und das ist nämlich gar nicht so viel mehr. Ich vergesse immer, dass in diesem Teil Lloyds Angriff gar nicht so viel bringt. Oh, wir müssen dringend Walt heilen, jetzt ist er gleich weg. Ich kann ihn aber, glaube ich, gar nicht heilen selber, ne? So, wir hauen jetzt mal so drauf. Genau, das macht er so oder so. Und dann geben wir das mal bitte Walt. Oder Waldo. Klingt irgendwie ein bisschen bescheuerter, aber warum auch nicht? Ja, das ist alles in Ordnung. Gut. Und dann hauen wir hier jetzt wieder einen Quake drauf. Dann kann auch gerne die kleine Fliege dann in diesen Kreis reinkommen. Da ist er nämlich gleich mit weg. Zack. Und 29, das stelle ich mir das so vor. Genau, das läuft bislang sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass wir mittlerweile wirklich auch so ein bisschen sehen können, dass die Kämpfe gut funktionieren. Ich finde auch hier gerade in Trails from Zero, ach guck, jetzt habe ich keine EP mehr. Und jetzt wird es interessant. Insofern, dass ich einfach einen EP-Charge nehme. Das ist ja etwas, das haben wir in der Sky-Saga gar nicht mitbekommen, weil wir einfach total überlevelt waren. Aber hier ist es etwas, Antidote geben wir auf jeden Fall. Hier ist es etwas, wo wir endlich mal auch ein bisschen was davon mitbekommen. Und die Kämpfe hier sind am Anfang, so, sagen wir mal, die ersten 3/4 des Spiels relativ machbar. Ich würde jetzt auch nicht sagen ultra einfach, gerade mit den Zusatzvoraussetzungen, aber grundsätzlich deutlich machbarer als in den anderen Spielen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. So, Tirabam nochmal für Lloyd. Wir haben ja keinen Heiler gerade dabei. Kein Ding. So, jetzt springen wir mal ein bisschen vor. Das geht nämlich ein bisschen zu langsam. Quake hauen wir nochmal raus. Du kannst so angreifen. Jawohl, sehr schön. Jetzt können wir uns auch endlich mal ein bisschen bündeln. Zack. Du haust wieder drauf. Du nimmst dir bitte jetzt auch mal ein bisschen was zu essen. Für die Gesundheit. Jawohl. So, jetzt nehmen wir aber nicht noch ein EP-Charge. Das sollte nämlich jetzt reichen. Jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht man übrigens auch, man hat es gerade bei Lloyd gesehen, weil er schon Level 16 ist, kriegt er weniger Erfahrungspunkte, weil es immer auf das jeweilige Level auch angerechnet wird. Also das ist so ein Block, damit man nicht grinden kann, was auch dazu geführt hat, dass wir in den Vorgängerteilen gar nicht mehr aufgestiegen sind, obwohl wir so hoch waren und so viel gekämpft haben. Das ging halt einfach gar nicht mehr. So. Those things were actually pretty tough. Yeah, it really shows how much we rely on Tio and Ellie's support, doesn't it? Sure. But more importantly, are you okay, Walt? What the hell? Did I ask you dumbasses to interrupt my fight? You think I'm some kind of weakling, huh? Do you really want to pick a fight with us here? Well, not like I was expecting a lot of gratitude coming from this jackass anyway.
Yeah? Are you two okay? We heard a horribly loud noise from outside. Yeah, we're good. Did manage to bail a certain goon out of a tight spot though. Excuse me, Red? You asking to get your skull cracked open? One moment, please. I no longer detect the presence of any monsters. Cool. That's what I thought. Oh yeah, does seem a lot quieter, doesn't it? Bet it's cause we took out the head honcho of this place. How pathetic. So this is how it all ends, huh? Ja schon. What do you mean, Walt? You punks managed to ruin my fun. Gonna head back to the base and have a date with a bottle of booze. Oh, and don't get it in your head that you can just run around the downtown district doing whatever you damn well please. This is our turf, so if you've done your job, then get the hell out of here. Das ist ein bisschen anmaßend, würde ich behaupten, aber gut. He needs to find a better way to hide his embarrassment. That guy's never gonna change, is he? Well, I guess there's nothing we can do about it. Anyway, I think we've managed to clear out the monsters, so let's head back to Imelda and give her the good news. After you? Cool. Oh, so you managed after all. Your special support section kid proved much more capable than I thought. You were clumsy, but you did what had to be done. Bravo indeed. Thanks, I guess? Hold the phone. For that many monsters to have nested there, you must have been neglecting that place for years. Indeed, you may want to invest much more effort into management if you wish to keep your property safe. But on the bright side, you're free to start renting out rooms. If people began to move in, I doubt you'd have to call pest control again. I suppose you're right. I was just thinking about how much longer I should wait to open Mason Imelda's stores. How much longer? What do you mean? You see, dear, downtown rent is dirt cheap, so I was merely biding my time waiting for the land value to go up a bit more. When it comes to real estate matters, you ought to trust in my judgment. I'm Imelda, one of the top land-owning titans in all of Crossbell after all. That rundown apartment complex is just the tip of the iceberg. I manage scores of properties in the city that I'll flip when the market is right. Do you mean to say you're one of those major real estate tycoons? Wait, is this place just her side business? Madame Imelda is a famous name in the Crossbell high society. I've heard she's incredibly wealthy. Damn, really? I could tell she wasn't your ordinary old biddy. One of the downsides of managing all these properties is the monsters that crop up if you leave any of them unattended for too long. Well, you know what? Go ahead and hold on to the Mason Imelda key for a while. If you have time, be a dear and give it a good scrubbing. As cunning as always. Can we get back to work? The longer we're here, the more I feel a headache coming on. Yes, I would love to. Und damit haben wir es geschafft. Damit müssten wir doch jetzt auch, Moment, falscher Knopf, so. Damit müssten wir doch jetzt auch wirklich alle Nebenquests geschafft haben. Ach nee, genau. Oh, wir haben noch die gesamte Quest offen mit, wie heißt's? Mit dem Bahndingensbums. Und da kommen wir jetzt auch endlich mal zum Bahnhof rein. Da waren wir ja noch nie drin. Jetzt wird's auch mal interessant für euch Leute, ey. Da komme ich noch nicht hin, hier an der Seite, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Aber also später in der Quest, also man kommt auf jeden Fall zu den Truhen, sonst würden sie da nicht stehen. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie man da hinkommt. Naja, ich würde sagen, auf geht's. Rein in den Bahnhof. Und wir waren noch nie drin, deswegen, das wird jetzt cool. Ja, passiert jetzt auch noch was? Oder nicht? Nee, eher nicht so, ne? The station never fails to amaze me. Has it really already been a month since I stepped out of the train? Wow. Time really flies, doesn't it? Now I believe the station's inspection officer was the one who submitted this request, right? Yeah, let's go ask him about it. So, ich glaube... Nee. Da oben müsste der sein, glaube ich.
er here? Da, yeah. Looks like we're behind schedule. Excuse me, but are you the inspection officer? We're here regarding your support request. Oh, so you're the special support section then? About time. My name's Quattro. I'm here on assignment from the Imperial Army to work as this station's inspection officer. If you don't mind, I'd like to cut to the chase. Will you accept my request? Ja, Siggi, you can count on us, Quattro. Could you talk us through the specifics? Very well. But then again, is something wrong? Not necessarily. I just wasn't expecting to have to rely on such young people for assistance. Though I suppose it's better than if no one had showed up at all. The hell? We offer up our help in this hour of need and the stuck-up old geezer decides to talk down to us? You say something, Red? I would advise you not to pay him any mind. Just to clarify, you submitted a request asking for assistance in an inspection? That's correct. A train bound for Erebonia will be arriving any second now. I want your help in inspecting the interior of said train. By inspection you mean we'll be looking for any passengers or luggage considered too dangerous for Erebonian territory, correct? Precisely. I don't normally have to do this on my own, but I woke up to a torrent of sick leaves this morning. That's why I had to issue a request for outside help. Oh, lesen und ich, ne, das ist einfach etwas, wo man sich manchmal auch fragt, was soll das? That makes sense. Conducting an inspection like this alone would take way too long. Glad you understand. That makes things easier. The Erebonia-bound passenger train will soon be arriving at platform 2. We ask that all passengers wishing to board the train make their way to the platform. Und da ist er auch schon. Ich finde, die Züge hier sehen echt schick aus. Muss man ja auch mal sagen, ne? Sorry. Ich hab Durst gehabt. Das war wichtig. Ich liebe diesen Stil so sehr. There it is now. Once we're on the platform, I'll delve into the specifics of the job. Now follow me. Okay. Brolinchen, dann zeig mal, was du drauf hast. Okay. This wasn't exactly what I had in mind when we got this request. Can't stand this dude's high mighty attitude, but he's in a bind, let's give him a hand. It's settled then. Shall we head down to platform 2? Ja, Siggi. Hier kann man übrigens Bonus Detective Points bekommen. Man kann nämlich jemanden finden, der zwielichtig ist. Und das Krasse ist, wenn man das nicht weiß, man kann das echt übersehen. Und zwar richtig krass, das werdet ihr gleich bemerken. Aber da ich ja weiß, auch wer es ist, wird es ein bisschen einfacher. So. Allow me to briefly explain the specifics of the task at hand. Please do, we're all ears. I will be assigning each of you a car to inspect. You will speak to every passenger, inspect their luggage and verify the validity of their entry application. Oh Gott, Leute. If by chance you come across any passengers without an entry application or who are in possession of dangerous goods, they're to be detained immediately. Okay, got it. I'm fine with the whole inspection thing, but what do we do if anyone's not in their seats during the check? I kinda get the feeling like a bunch of amateurs like us might not be able to cover everybody. Not to worry, we've got that covered. Passengers are not permitted to move about the cars for the duration of the inspection. It's a rule that was put in place because we'd occasionally get crafty sorts trying to dodge the inspection by shuffling around. They're certainly strict. Alright, I think I've got the idea now. Although I'm a little bothered that each person has to inspect their own car. Randy and I will definitely be fine on our own, but what about Ellie and Tio? Really? This is the moment you decide to start worrying about us? Might I remember you that I'm a police officer as well? My hand-to-hand skills are more than satisfactory. Likewise, even if a suspect were to resort to violence, I find it difficult to imagine they would be able to overpower the both of us. Man, come on, Lloyd. You should know by now that these gals aren't just some dainty damsels. You gotta get that through your thick skull already. Fair point, sorry. With that said, are you all ready to commence the inspection? Yes, understood. Vor allem,
im Grunde genommen würde Leute es ja verkacken, wenn wir jetzt nicht diesen Bonuspunkt machen würden, ne? Naja. Good, you are ready. Very well. Without further ado, let's begin the inspection. I'll inspect the first car, so please divide the remaining cars among yourselves. In that case, I'll take the second car. Ellie, Tio, and Randy take the following 3 cars in that exact order. Roger. Understood. See you later then. Let me remind you that this task will require your full attention. Ja, easy. Das kriegen wir doch locker hin. Ja dann, alright, I've got a train to inspect. Genau. Okay. Dann ab geht's. Das ist unser Abteil. Ich weiß auch schon, wer zwielichtig ist. Das wird relativ einfach. Also, there's sure a lot of travelers here. Can't say I'm surprised. Need to make sure to be polite while questioning each person. Oh, an inspector, you say? How am I supposed to buy that? Proof. I demand to see proof. I don't. What do I do? Wait, this should work. Take a look at this. Let's show the passenger his detective notebook. I'm from the Crossbell Police Department, Special Support Section. We're assisting with inspections today. Police? Guess that checks out. Though doing this is kind of misleading. Well, whatever. Just get it over with. Thanks. Jetzt gucken wir Tasche durch und Fahrkarte. All your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. Skip the pleasantries. Just hurry this inspection up. I'm kind of in a rush. Yeah, not too much longer. Longer. Sie hier. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Inspector? Not every day you see one in such a casual getup. Anyway, what's the issue? You find it strange that a woman is traveling alone, is that it? What? No, that's not. For your information, I wanted nothing more than to go with my boyfriend, but since he dumped me out of the blue, I had no choice but to come along. But that won't stop me. I'm going to find myself a rich, noble boyfriend somewhere in the Empire. I didn't mean to trigger the story. Well, nothing I can do about it. I'll just listen to her while I finish up the inspection. Ja. Okay. You get it, don't you? Wasn't that, so rude of him? Yeah, real jerk. And by the way, your luggage and papers are all good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You okay? No, it's fine. It's just, it was refreshing spilling my heart out to you. I can't remember the last time someone listened to my problems. Say, if you want to, why don't we run away to Arabonia to get... Sorry, I have a job to do. It was nice meeting you. Ja, schnell weg da. Excuse me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? An inspector, are you? Very well. Hey, why haven't we left yet? Waiting is boring. Sweet alias, will this child ever learn patience? Pardon my son. It's no big deal. So it'll be a little while longer. Can you be a good kid for just a bit longer while we finish up our job? I guess. With that settled, I should try to wrap this up quickly. Sehr schön. Alright, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. Good to hear. Mister, can you pinky promise me you'll hurry and let the train leave? Can't you just... What am I going to do with you? Ja, das sind diese Freuden der Jugend. Alle, die Kinder kriegen, haben oder es schon hinter sich haben. Ihr wisst's. Ihr kennt's ja. So. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Yes, of course. Just a moment. Are you okay? Or it's nothing. It's just the deep green foliage of the Knox forest is incredibly charming. Knowing that, I couldn't help but feel a bit giddy before departing. Oh, sounds like you have a nice hobby there. Oops, I accidentally wasted your time, didn't I? An inspection, was it? Yes, that's right. If you'll excuse me then. Alright, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. No, thank you for your dedication. Anyway, looking forward to when we finally leave the station.
Excuse me, I'm one of the assistant inspectors. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Oh, an inspection? I suppose it's fine. What? No way. I have all my panties in my luggage, you know? Good point. Sorry about your hurt there, lady. No, hold on. You can't just refuse. It doesn't work like that. It's regulation, so please work with me. I'll show you the utmost consideration when inspecting your delicates. So he says. Yeah, you better, mister. This is harder than it looks. Aber es wird alles okay sein. All your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You're welcome. Now scram. That should be the last of the passengers. I didn't notice anything suspicious, so I should regroup with the others and report to Mr. Quattro. It was kinda nerve-wracking doing this inspection for the first time. Didn't overlook anyone, did I? Ja, hat er irgendwen übersehen? Oder nicht? Fragen über Fragen, die wir beantworten werden, denn ich weiß schon, dass einer hier irgendwie komisch gewirkt hat. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer denn? Die waren doch alle ein bisschen komisch, dann ist das etwas, was wir in der nächsten Folge beantworten werden. Bis dahin, danke fürs Dabeisein. Tschüss!